Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Braucht denn heutzutage wirklich jeder ein umfassendes Sicherheitssystem mit vielen verschiedenen Kameras, einen Festplattenrekorder, um die Daten aufzunehmen? Oder reicht den meisten sogar eine ganz einfache Lösung über eine solargestützte Kamera mit 360 Grad Panorama-Übersicht, die auch den Besuchern folgt, sprich Live-Tracking hat? Dieser Frage möchte ich in diesem Video nachgehen und stelle euch die Eufycam C37 vor. Diese Kamera hat Live-Tracking, verfolgt also die ungebetenen Besucher automatisch mit. Ihr habt eine Solarpanel-Anbindung, das heißt, ihr braucht keine Stromversorgung, lediglich WLAN. Und ob diese Kamera eine Alternative wäre für deutlich unter 100 Euro, dem gehe ich in diesem Video nach. Seid gespannt. Ich teste auf meinem Kanal regelmäßig Überwachungslösungen, regelmäßig Überwachungskameras. Von 180 Grad Panoramakameras bis zu 360 Grad Live-Tracking-Kameras habe ich alles schon unter die Lupe genommen. Doch braucht es wirklich immer diese große, umfassende Lösung, vielleicht mit eigenem Festplattenrekorder, um die Daten hinterher automatisiert auswerten zu können? Reicht vielleicht auch eine kleine, handliche, praktische, nutzerfreundlichere Lösung aus? Diese Frage möchte Eufycam mit der C37 mit Ja beantworten. Diese Kamera ist autark. Über das Solarpanel kann die Kamera überall auch dort installiert werden, wo ihr keine Stromversorgung habt. Die Daten werden direkt in der Kamera gespeichert, beziehungsweise über WLAN könnt ihr die Daten in die Cloud laden und dort überall drauf zugreifen. Die Kamera mit KI-Funktionen hat 360 Grad Live-Tracking. Das bedeutet, sie verfolgt automatisch die erkannten Objekte. All das, was die Großen auch können. Ich werde diese Kamera im Detail ausprobieren. Ich werde sie in der App einrichten. Doch zunächst werde ich euch zeigen, was hier außer dem Panel und der Kamera noch alles dazukommt. Die Eufycam C37 kommt in einer kleinen handlichen Verpackung direkt zu euch nach Hause. Die Kamera ist von der Größe absolut überschaubar und lässt sich daher auch an Orten platzieren, wo nicht so viel Platz ist. Wem das Design nicht gefällt, der kann den Bereich hier vorne um die Linse noch ein bisschen verschönern. Mit den mitgelieferten Aufklebern könnt ihr aus der Kamera eben auch ein Katzengesicht oder ein Pinguingesicht machen. Die PTZ-Einheit schwenkt 360 Grad horizontal bzw. in der Vertikalen schafft es auch die kompletten 90 Grad bis nach unten weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was bietet die Kamera noch? Auf der Rückseite habt ihr einen USB-C-Anschluss, um die Kamera zusätzlich nochmal mit Strom zu Hause über das Netz aufzuladen bzw. um später das Solarmodul dort anzuschließen. In der Kamera habt ihr zudem die Möglichkeit, unten am PTZ-Modul eine SD-Karte einzubauen, um die Daten auch direkt auf der Kamera speichern zu können. Die Befestigung erfolgt über die mitgelieferte Halterung. Diese Halterung könnt ihr entweder an der Decke anschrauben und die Kamera entsprechend befestigen, oder ihr könnt die Halterung auch an der Wand anschrauben und die Kamera in einen völlig anderen Winkel befestigen. Die Befestigung mit dieser Halterung erfolgt einfach nur durch das Einschieben und Festmachen. Mehr ist es gar nicht. Da muss ich sagen, bin ich gespannt, denn genauso schnell wie ich sie hier befestigt habe, könnte ich sie auch wieder mitnehmen. Zusätzlich gibt es auch ein USB-A auf USB-C-Kabel, um die Kamera direkt über das Stromnetz nachladen zu können. Grundsätzlich erfolgt die Stromversorgung aber über das mitgelieferte 3 Watt Solarpanel. Dieses Panel baut ihr am besten dort auf, wo den ganzen Tag über die Sonne drauf scheinen kann, um die Kamera mit Strom zu versorgen. Wie lange die Stromversorgung anhält, wenn mal das Wetter nicht so gut ist, das werde ich in diesem Video noch ausprobieren. Das Kabel hat mit einer Länge von 2 Meter grundsätzlich erstmal genügend Spielraum, damit ihr Kamera und Solarpanel entsprechend so aufbauen könnt, dass die Überwachung optimal gewährleistet ist und gleichzeitig die Sonnenstrahlung perfekt funktioniert. Zusätzlich braucht ihr am Installationsort noch ein gutes WLAN-Signal, denn ihr wollt ja weltweit über eure App auf die Kamera zugreifen. Apropos App. Die Eufycam-App installiert ihr euch vorneweg auf das Telefon, denn ihr müsst die Kamera ja zunächst in der App integrieren. Die Links für iOS bzw. Android packe ich euch unter das Video in die Beschreibung. Dort könnt ihr die passende App für eure Software, für euer Telefon herunterladen. Nachdem ich die App auf meinem Telefon installiert habe, muss ich mir nur noch einen Kundenaccount anlegen bzw. mich an meinen bestehenden Account anmelden. Anschließend kann ich mit der Funktion Gerät hinzufügen die neue C37 mit meinem Telefon koppeln. Für das Koppeln habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr hangelt euch durch die einzelnen Smart Home Produkte, die Eufycam anbietet, oder ihr nutzt einfach die Fotografierfunktion, denn auf der Kamera ist auf der Unterseite ein QR-Code aufgedruckt, den ihr einfach nur abtelefonieren müsst.
und anschließend ist die Kamera schon gekoppelt. Nachdem ihr den QR-Code fotografiert habt, folgt ihr einfach der sehr gut bebilderten Anleitung. Anschließend folgt noch ein Software-Update und innerhalb von 5 Minuten ist die Kamera einsatzbereit und muss nur noch montiert werden. Hier unter meinem Holzregal habe ich die Halterung montiert und das Solarpanel liegt oben auf dem Dach. Das Kabel vom Solarpanel solltet ihr einstecken, bevor ihr die Kamera montiert, weil man später nur noch sehr schlecht rankommt. Ich muss jetzt lediglich noch die Kamera in die Halterung einstecken, das Ganze einrasten lassen und schon ist es fertig montiert. Und über die App kann ich nun direkt nachverfolgen, was die Kamera filmt, wem sie folgt. Und was die App noch alles kann, das zeige ich euch jetzt. Mit dem Start der App werden mir automatisch alle hinterlegten Eufy-Geräte angezeigt und so natürlich auch die Eufycam C37. Mit einem Klick auf das Bild lande ich automatisch in der Live-Ansicht und kann sehen, was auf dem Grundstück passiert. Unten habe ich die Möglichkeit, die Aufzeichnung, Audio, Gespräch, Nachtsicht, Schwenkfunktion und so weiter manuell zu starten. Dazu natürlich auch Beleuchtung, Screenshot-Modi, KI-Nachverarbeitung, Rundumsicht, Kalibrierung von Hand einzustellen. Ich wechsle auf den Schwenkmodus, bekomme das Steuerkreuz angezeigt und kann auf diesem Wege die Kamera manuell bewegen. Die Zeitverzögerung beträgt gefühlte 2 Sekunden, ansonsten ist sie aber sehr präzise. In den Einstellungen habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die sich von Kamera zu Kamera sicherlich weiter unterscheiden, aber alle wichtigen Daten sind hier tatsächlich auf einen Blick. Unter anderem sehe ich, dass der Akku im Moment zu 100% aufgeladen ist und auch die WLAN-Verbindung sehr gut ist. Ich kann die Kamera übrigens auch mit dem Homebase-System koppeln. Das bedeutet, dass ich zusätzlichen lokalen Speicherplatz von bis zu 1 Terabyte nutzen kann, wenn ich die Kamera mit der Homebase verbinde. Im Menü der Bewegungserkennung habe ich vielfältige Einstellungen. Ich kann die ganze Funktion natürlich auch deaktivieren, macht meiner Meinung nach aber wenig Sinn. Zusätzlich kann ich auch genau den Bereich festlegen, in welchem Bewegungen erkannt werden dürfen. Neben der Empfindlichkeit kann ich darüber hinaus auch festlegen, wer überhaupt einen Alarm auslösen darf bzw. das Tracking. Unter anderem habe ich hier die Möglichkeit, einen Mensch, das Haustier oder Fahrzeuge separat auszuwählen. Weiterhin gibt es den Energiemanager, in welchem ihr den Betriebsmodus festlegen könnt. Ich habe mich für die optimale Überwachung entschieden, das heißt Videos bis 60 Sekunden können aufgenommen werden. Die optimale Akkulebensdauer, also die andere Funktion, würde die Videolänge auf 20 Sekunden kürzen, aber dafür zu einer längeren Akkulebensdauer beitragen. Ihr könnt die vorgefertigten Einstellungen natürlich auch durch eure eigenen individuellen Einstellungen anpassen und die Cliplänge als auch den Intervall für das erneute Auslösen individuell festlegen. Neben den Schwenk- und Neigeeinstellungen und auch den Lichteinstellungen habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Videoeinstellung sehr detailliert festzulegen. Da es sich hierbei um eine Akkukamera handelt, muss natürlich ein Kompromiss zwischen guter Akkuausnutzung und einer möglichst flächendeckenden Überwachung stattfinden. Ich habe die Nachtsicht auf Infrarot gesetzt, die Streaming-Qualität für dieses Video ebenfalls auf hoch und auch die Aufzeichnungseinstellungen sind auf dem Maximum. Hier könnt ihr natürlich auch andere Werte hinterlegen, macht meiner Meinung nach aber nicht sehr viel Sinn, denn die Kamera soll ja den Bereich überwachen und im Zweifelsfall möchtet ihr hochwertige Aufnahmen mit 2K Auflösung haben, um eben möglichen Tätern oder Ereignissen detailliert nachkommen zu können. Ihr könnt natürlich auch Datenschutzzonen festlegen, also Bereiche, die die Kamera nicht filmen darf, die grundsätzlich immer geschwärzt bleiben. Wenn ihr diese Funktion aktiviert, muss euch aber klar sein, dass ihr damit auch die Tracking-Funktion deaktiviert, denn das ausgeblendete Sichtfenster verbleibt nicht am Objekt, sondern wird an der Linse verbleiben und immer dann, wenn die Kamera mich verfolgt oder ein anderes Objekt trackt, wird dieser schwarze Bereich dann eben mitwandern und somit obsolet werden. Neben den Videoeinstellungen habt ihr natürlich auch die Audioeinstellungen und auch die Einstellung für die Push-Benachrichtigung. Hier gefällt mir sehr gut, dass ich zwischen den einzelnen auslösenden Ereignissen individuell unterscheiden kann. Ich kann festlegen, dass die Push-Benachrichtigung nur bei einem erkannten Menschen erfolgen soll, aber Haustiere oder Fahrzeuge keinen Alarm auslösen sollen. Zurück in der Übersicht werdet ihr euch fragen, wo man denn die Aufzeichnung überhaupt anschauen kann. Das funktioniert nämlich nicht direkt unter der Kamera, sondern auf der Startseite der App. Hier habt ihr die Möglichkeit, Ereignisse auszuwählen und individuell über den Filter nach dem entsprechenden Gerät oder Datum zu suchen. Die App zeigt euch zudem direkt in der Übersicht an, zu welchem Termin das passiert ist, zu welcher Uhrzeit und ob ein Mensch, ein Tier oder ein anderes Objekt gefilmt worden ist.
In der Monatsübersicht seht ihr sogar anhand der Punkte unter den einzelnen Daten, wann ein Ereignis aufgezeichnet worden ist. Das macht die Suche natürlich deutlich einfacher. Die Aufzeichnungen selber laufen sehr stabil, mit Ton oder ohne Ton, ganz so wie ihr das wollt. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, jede einzelne Aufnahme auf euer Smartphone herunterzuladen. Über den Herunterladen-Button wird die Aufnahme auf dem Gerät entschlüsselt und dann direkt im Speicher eures Telefons abgelegt, wo ihr das Ganze dann entweder über die Teilen-Funktion oder einfach über die USB-Schnittstelle auf einen anderen Datenträger überspielen könnt. Kommen wir zum Fazit der Eufycam C37. Diese Überwachungskamera, durch Solarstrom mit Energie versorgt, hat eine 2K-Auflösung, farbige Nachtsicht und intelligente Live-Tracking-Funktionen. Das bedeutet, dass die Kamera automatisch meinen Bewegungen folgt, natürlich auch den Bewegungen von Tieren und auch Fahrzeugen. Dabei hat sie mich absolut überzeugt. Ich war mehrere Wochen nicht da, konnte jederzeit über das Smartphone nachschauen, wie es zu Hause aussieht, und das war absolut ausreichend gewesen. Die Kamera hat ein kleines, simples Design. Die Kabellänge für das Solarpanel ist ebenfalls ausreichend. Notfalls kann man das ja auch noch mal verlängern. Diese Kamera bietet sich tatsächlich für Gartenbesitzer an, für Hausbesitzer, die am Installationsort keine eigene Stromversorgung haben und auch keine dauerhafte Aufzeichnung benötigen. Denn das ist die Einschränkung, die eine Solarcam mit sich bringt. Diese Kamera kann eben keine 24/7 Daueraufnahme machen. Es ist keine PoE-Kamera, es ist und bleibt eine Solarkamera. Doch den Job, den macht sie richtig gut. Die Bilddiagonale ist ausreichend groß und ich konnte über die App jederzeit sehen, was die Kamera tut, und die Bewegungsverfolgung ist auch schön, ja, geschmeidig. Sie ist nicht so ruckelig. Das hat mir gefallen. Was mir auch gefallen hat, ist die Möglichkeit, die Aufnahmen jederzeit über die App abrufen zu können, dabei individuell zu filtern nach Menschen, nach Personen, also Tieren bzw. dann auch Fahrzeugen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich hätte mir noch gewünscht, das Ganze am Computer zum Laufen zu bringen. Da ist der Bildschirm ein bisschen größer, dass man etwas näher ins Detail gehen kann. Aber für die Zielgruppe reicht das an der App. Viele von euch wollen einfach nur über die App schauen, was ist gerade zu Hause los, wer hat gerade geklingelt, möchten über das Mikrofon mit dem Lautsprecher, mit der Gegenseite einfach nur schnell kommunizieren, und das Ganze unkompliziert. Denn das hat mich tatsächlich auch ein wenig überrascht, wie einfach das Ganze war. Einfach nur App runterladen, Kamera mit der App kombinieren und dann die Standardeinstellung mehr oder weniger einfach nur belassen. Die Kamera macht einfach ihren Job, ohne groß kompliziert zu wirken. Denn es ist eine ganz einfache und simple Geschichte. Die Energiesparfunktionen haben dafür gesorgt, dass der Ladezustand der Kamera immer optimal war. Natürlich spielt da auch rein, dass wir aktuell Ende Frühjahr bzw. schon den Sommer haben und ausreichend Sonne geschienen hat, um die Kamera mit Strom über das 3 Watt Solarpanel zu versorgen. Spannend wird es dann in den dunklen Monaten im Winter, wenn dann auch die Temperaturen unter 0 Grad fallen und auch die Lithium-Ionen-Akkus in der Kamera durch die Minustemperaturen an ihre Grenzen kommen. Da bin ich gespannt, wie sich die Kamera dann in der dunklen Jahreszeit macht. Mal schauen, wie ich euch das Ganze rüberbringe mit einem Folgevideo oder einem Eintrag auf meinem Blog. Was interessiert euch noch zur Kamera? Was soll ich noch testen? Welche Informationen braucht ihr noch? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar unter das Video, was ihr noch wissen möchtet, was ich euch nachliefern soll. Und wenn ihr wissen wollt, was kostet diese Kamera überhaupt und lohnt sich diese Anschaffung für mich, dann schaut mal unter das Video in die Beschreibung rein. Dort verlinke ich euch den Webshop von Eufycam, da könnt ihr direkt mal nachschauen, was die Kamera kostet, und natürlich auch die Amazon-Links zur Kamera. Wenn ihr über die Links einkauft, dann kriege ich dafür eine Provision, ohne dass ihr davon einen Nachteil hättet. Ich danke schon mal für eure Unterstützung. Ich freue mich auf euer Feedback. Gebt mir gerne das Like für dieses Video, wenn es euch was gebracht hat. Schreibt mir einen Kommentar und schaut auch mal einen kurzen Blick auf das Quiz, was ich euch unter das Video in die Beschreibung reinstelle. Würde mich interessieren, wie ihr darauf reagiert. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.